heute unser erstes Video aus Goa. Gerade mit einem ganz brisanten Thema Krieg und Frieden. Wenn dich das Thema auch berührt, dann bleib dran und schau es dir gerne an, was wir zu sagen haben darüber. Es braucht Menschen im Moment, die wieder mit sitzen können. Also die das eigentlich auch fühlen und in der ganzen Bandbreite eigentlich wie so wahrnehmen können. Ne? Gerade so Konflikte, dieser Nahostkonflikt, der jetzt da ist, oder der Konflikt mit Ukraine und Russland. Es braucht wie so eine weite, große Wahrnehmung, dass man wirklich drauf schaut und dass man wirklich fühlt und da ist bei dem. Und man könnte sagen, wie in sich den Palästinenser, in sich den Israeli findet, in sich den findet, der den Krieg anfängt, der tötet, das Opfer, in sich und nicht Ruhe gibt, bevor das in sich aufgelöst ist. Also man muss die Lösung für das eigentlich nicht mit mehr Informationen bekommen von außen, sondern diesen jahrhundertealten Konflikt, der da ist, wie sowas Raum geben, dass man das vielleicht begreifen kann, also dass man die Wahrnehmung so groß machen kann, dass man so alle Parteien eigentlich wie so mit reinnehmen kann und diese Einheit von uns Menschen eigentlich wie so fühlen kann und sehen kann. Und in dem ist der Frieden. Und der kann aber nur tatsächlich von dir und mir, von jedem einzelnen Fokalpunkt, könnte man sagen, erfahren werden. Also wir können den nicht wie so aufzwingen jemanden. Ne? Also du musst, wenn du das möchtest, den Frieden eigentlich in dir finden, musst du das erforschen, dass alles im Außen in dir ist. Du derjenige bist, der mordet. Du derjenige bist, der das Opfer ist. Du bist der leidet, der Schmerz hat. Und in dem ist die Lösung. In dem ist der Frieden. Ne? Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte, die wir im Moment machen müssen. Uns wirklich dem eigentlich zuwenden. Ja, und erst wenn wir so diese Zeit uns nehmen, wirklich das zu fühlen und so diese innere Arbeit zu machen, kommt was zur Ruhe in dir. Also wenn du diese Teile in dir findest und einfach merkst, die sind da, du kannst die fühlen, denen einfach Raum geben, entsteht wie mehr Raum. Also diese Enge, wo ich am Anfang gesagt habe, wo der Mind eigentlich so erschafft, weil er überfordert ist, die löst sich auf. Also plötzlich kriegst du mehr Raum, weil du alles in dir zulässt. Also die ganzen ungeliebten Teile vielleicht, die gerade in so einem Krieg hochkommen oder in so schrecklichen Situationen vom Leben, die kriegen endlich mal Platz und Raum. Und das heißt, du kriegst mehr Platz und Raum. Und damit kann auch deine Wahrnehmung weiter werden. Du wirst weiter. Und in dem beruhigt sich was. In dem wird auch so dein Fokus aufgehoben. Also wir gucken immer mit so einem Fokus so klein. Und was wir brauchen, ist eine weite Wahrnehmung. Wir brauchen eine offene Wahrnehmung, in der wir das so viel Sicherheit, also wenn wir viel mehr wahrnehmen, was noch alles da ist, nicht nur so auf einen Punkt gucken in unserem Leben oder in der Welt, sondern das Ganze sehen, dann ist das wie ungefährlicher oder auch friedlicher. Also dann so dieser innere Frieden, der entsteht, oder diese Weite, ne, das kann sich wie so nach außen ausdehnen. Und es ist mega schön eigentlich, das so nach innen zu nehmen, weil das, was wir sehen, was viel in der Welt passiert ist, dass man sehr schnell irgendwie sagt, ja die sind schuld oder das sind die Guten oder das sind die Schlechten und so. Und wenn wir da mal realisieren, dass es die eigentlich nicht gibt, dass es eigentlich nur ein Bild und ein Gedanke in unserem Kopf ist, wo wir erschaffen von irgendeiner Gruppe von Menschen, die es gar nicht gibt, ne? Die ist ein Bild, ne? Das zu erkennen,
macht es, dass es dich wie zurücknimmt. Das, was tatsächlich Realität ist, ist nur das, was jetzt tatsächlich wie so da ist. Und wenn du im Konflikt jetzt bist, sind es nicht die, es sind immer einzelne Menschen, die da sind. Es sind nicht irgendwelche Nationalitäten, die sich streiten oder gegenseitig umbringen oder so. Es sind einzelne Menschen, die wie nicht erkannt haben, dass sie eins sind miteinander. Das ist ein einzelner Fokalpunkt mit dem anderen, die kriegen. Und da könntest du sagen, sind es halt hunderttausende einzelne Menschen, die Schmerz haben, die Leid haben, die Angst haben und die sich auf eine Art so ausagieren. Und mit einem Einzelnen kannst du viel mehr Nähe aufbauen, also du kannst viel mehr spüren, dass viel mehr Mitgefühl generieren, als wenn du die sagst. Also die. Das ist so eine ganze Gruppe, die es gar nicht gibt. Aber wenn ein einzelner Mensch vor dir ist, kann es geschehen, dass du erkennst, dass durch das Mitgefühl, dass ihr eins seid. Und deshalb finde ich es noch wichtig, das eigentlich wie so runterzubrechen und nicht eigentlich von Israelis oder Palästinensern oder Russen oder Ukrainern zu reden oder so, sondern das sind einzelne Menschen, die im Moment im Krieg miteinander sind. Und da ist eigentlich auch die Lösung, weil als einzelner Mensch kannst du erkennen, nur hier als einzelner Mensch, nicht die können erwachen, die können nicht erwachen, du kannst erwachen zu deiner Natur. Also es ist ein wichtiger Schritt eigentlich in diesen überfordernden Zeiten, dass man sich wie auch eine Auszeit nimmt von dieser Überforderung vom Leben und so. Ne? Und gerade jetzt in der Zeit empfinden wir das auch als wahnsinnig wichtig, sich diese Auszeit zu nehmen. Und wir sind jetzt zurzeit in Indien, Goa, und bieten zweimal eigentlich 10 Tage Satsang intensiv an. Und wenn dich das interessiert, einfach diese Wahrnehmung zu vergrößern für dich, also den Frieden eigentlich in dir zu schaffen, dann komm nach Goa und nimm für dich diese Auszeit, dass du deinen Frieden findest mit dem, was passiert in der Welt. Das wäre mega schön. Was braucht Menschen, die klar sind? Und wir können diese Klarheit nicht finden, wenn wir in dieser Enge vom Denken bleiben, in diesem überforderten, kleinen, hilfesuchenden Denken. Wir brauchen wirklich diese Veränderung der Wahrnehmung, dass es wie so größer wird und mehr Klarheit dadurch kommen kann und wir klarer sehen können, was eigentlich los ist. Und dann beruhigt sich was in einem. Ne? Wenn so diese Klarheit sich wieder zeigt und du merkst so, okay, jetzt geht's mir, jetzt ist es wie so klarer wieder für mich, was eigentlich, wo Gefahr ist und wo nicht und worum es eigentlich geht für mich. Dann kommt so ein ganz tiefes Aufatmen und ja. Und kann eigentlich auch so eine Verarbeitung passieren. Genau, also und eigentlich erst dann kann man das verarbeiten. Ja. Und diese Verarbeitung ist eigentlich wichtig, dass du wirklich die Konflikte tatsächlich wie loslassen kannst, also die sich auflösen können. Ne? Und in deiner Essenz brauchen die keine Zeit, die sind aufgelöst, die sind nicht tatsächlich wie vorhanden. Aber im Mind und im Körper ist jeder Konflikt wie so, würde ich mal sagen, gespeichert, also das macht was. Und du brauchst eigentlich Zeit, das zu verarbeiten. Also für jeden Konflikt, der dir von draußen nach innen gegeben wird, brauchst du eine gewisse Zeit, um den zu verarbeiten. Ne? Und die Zeit muss man sich nehmen. Mit Meditation, mit Körpermeditationen, dass du Zeit hast, deine Gefühle zu fühlen, dass du die Gedanken denken darfst, die du denkst, aber wachsam, dass du wie mal fertig denken darfst, also dass der Gedankenstrudel sich wie so auflösen darf in das Nichts. Ne? Und das ist eigentlich so diese innere Arbeit, die wir
die wir total empfehlen, in diesen Momenten zu machen. Weil dann erreichst du wieder diesen Zustand der Klarheit. Und wenn du mit Klarheit drauf schaust, hast du die Macht und die Power der ganzen Existenz, genau diese Probleme zu lösen. Ja. Deshalb alles Liebe von uns. Und wenn dich das auch beschäftigt, kannst du uns gerne schreiben oder Kommentare da lassen. Und wenn du nach Goa kommen willst, machen wir dir einfach auch den Link unten drunter von Ja. dem. Das ist mega schöne Momente, es ist sehr still hier, noch nicht so viel los. Ja. Eine schöne Ja. Zeit, um nach innen zu gehen. Oder wenn es dich belastet, gerade im Moment, oder so die Zeit, wir bieten auch Online-Sessions an, wo du uns jederzeit auch erreichen kannst und wir dir helfen können, vielleicht diese Innenschau tatsächlich anzugehen. Für dich und die Welt. Alles Liebe. Alles Liebe.